Seit über einem Jahr hatte ich keinen Urlaub mehr. Ich arbeitete in einem stressigen Job, der mir kaum Zeit zum Durchatmen ließ. Eines Tages entschied ich, dass es an der Zeit war, eine Auszeit zu nehmen und meine Tante Elisabeth in den USA zu besuchen. Sie besaß eine Farm in einem abgelegenen Teil des Landes, und ich war sicher, dass ich dort die nötige Ruhe finden würde, um mich zu erholen. In der Nacht vor der Abreise lag ich wach im Bett und konnte einfach nicht einschlafen. Mein Herz klopfte vor Aufregung und meine Gedanken kreisten unaufhörlich um meine bevorstehende Reise. Ich überlegte, ob ich alles eingepackt hatte, was ich brauchte, und ob ich alle notwendigen Vorbereitungen getroffen hatte. Die Vorfreude auf die bevorstehende Reise und die Möglichkeit, endlich den stressigen Alltag hinter mir zu lassen, ließen mich kaum zur Ruhe kommen. Obwohl ich müde war, lag ich da und starrte an die Decke, während ich mir vorstellte, wie es wohl sein würde, auf der Farm meiner Tante Elisabeth zu sein, umgeben von der Stille der Natur. Ich beschloss, meinen Wecker noch einmal zu überprüfen, um sicherzustellen, dass ich um 5 Uhr morgens aufwache, damit ich meinen Flug nicht verpassen würde. Als der Wecker schließlich klingelte, fühlte ich mich ziemlich erschöpft. Doch die Vorfreude auf die Reise gab mir die nötige Energie, um aufzustehen und mich fertig zu machen. Ich fuhr zum Flughafen, parkte mein Auto und machte mich auf den Weg zum Check-in. Nachdem ich mein Gepäck aufgegeben hatte, ging ich durch die Sicherheitskontrolle und setzte mich in den Wartebereich. Während ich da saß, beobachtete ich die Menschen um mich herum und dachte über meine bevorstehende Reise nach. Endlich wurde das Boarding für meinen Flug aufgerufen. Ich stieg ins Flugzeug und suchte meinen Sitz. Die Stewardessen begrüßten mich freundlich und vollführten ihr Programm, während ich mich in meinem Sitz bequem machte. Nachdem ich mein Handgepäck verstaut und meinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, lehnte ich mich zurück und versuchte, ein wenig zu schlafen. Während das Flugzeug abhob und ich dem aufgehenden Sonnenlicht entgegenflog, schlossen sich meine Augen langsam. Ich war müde, aber gleichzeitig auch voller Vorfreude auf das, was mich auf der Farm meiner Tante Elisabeth erwarten würde. In Gedanken verloren und halb im Schlaf, begann ich bereits, die friedliche Stille der Natur zu spüren, die mich bald umgeben würde. Plötzlich wurde ich durch ein heftiges Rütteln des Flugzeugs aus meinem Schlaf gerissen. Wir waren in ein Luftloch geflogen, und mein Herz blieb fast stehen vor Schreck. Die Stewardessen beruhigten die besorgten Passagiere und erklärten, dass solche Turbulenzen normal und kein Grund zur Sorge seien. Langsam beruhigte sich auch mein Herzschlag, und ich versuchte, mich wieder in meinem Sitz zu entspannen. Zum Glück hörte das Rütteln bald wieder auf, und das Flugzeug flog wieder ruhig durch die Lüfte. Ich atmete tief durch und schloss erneut meine Augen, um weiter zu schlafen. Die aufregenden Ereignisse der Reise hatten mich zwar wachgerüttelt, aber mein Körper sehnte sich nach etwas Ruhe, bevor ich auf der Farm meiner Tante Elisabeth ankam. So gab ich mich erneut meinen Träumen hin, in denen ich die friedliche Stille und die weiten Felder der Farm erkundete. Als ich wieder aufwachte, öffnete ich die Augen und schaute aus dem Fenster. Die Aussicht war atemberaubend, Wolken, soweit das Auge reichte, und die Sonne, die sich ihren Weg durch das Wolkenmeer bahnte. Doch irgendetwas stimmte nicht, etwas war seltsam. Ich konzentrierte mich auf die Szenerie vor mir und bemerkte plötzlich, dass sich nichts bewegte. Zuerst dachte ich, es wäre nur eine optische Täuschung oder eine Folge meiner Müdigkeit, doch je länger ich hinsah, desto klarer wurde mir, dass tatsächlich keine Bewegung stattfand. Die Wolken schienen wie eingefroren, die Sonne schien stillzustehen. Mein Herzschlag beschleunigte sich, als ich versuchte, das Rätsel zu lösen. War es ein Traum, oder geschah hier etwas völlig Unheimliches und Unerklärliches? Ich rieb mir die Augen, um sicherzustellen, dass ich nicht halluzinierte. Doch das Bild vor mir blieb unverändert. Ein Gefühl der Beklommenheit breitete sich in meiner Brust aus, während ich versuchte, die seltsame Situation zu begreifen. Was ich sah, widersprach allem, was ich über die Naturgesetze zu wissen glaubte, und es ließ mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Ich stand auf und lief durch das Flugzeug, um aus anderen Fenstern zu schauen. Überall das Gleiche, die Welt schien stillzustehen. Seltsamerweise schien niemand anderes es zu bemerken oder sich darüber Sorgen zu machen.
Meine Verwirrung und Angst wuchsen mit jeder Sekunde, die verstrich. Eine Stewardess kam zu mir und bat mich wieder hinzusetzen. Doch ich konnte nicht einfach so tun, als ob nichts geschehen wäre. Ich wandte mich an sie und sagte: Das Flugzeug steht still, schauen Sie aus dem Fenster. Die Wolken, die Sonne, nichts bewegt sich. Die Stewardess schaute mich verwirrt an, als ob ich verrückt geworden wäre. Sie versicherte mir, dass alles in Ordnung sei und das Flugzeug seinen normalen Kurs fliege. Doch ich bestand darauf, dass sie aus dem Fenster schaue und selbst sehen solle, was geschehen war. Widerstrebend blickte sie hinaus, und als sie die seltsame Stille vor sich sah, wich ihre anfängliche Verwirrung einer wachsenden Besorgnis. Sie versuchte, ihre Professionalität zu wahren, aber es war klar, dass auch sie keine Erklärung für das unheimliche Phänomen hatte. Gemeinsam versuchten wir, herauszufinden, was hier vor sich ging, und ob wir in der Lage wären, diesem unheimlichen Ereignis auf den Grund zu gehen. Während die Stewardess und ich aus dem Fenster starrten, bemerkten wir plötzlich eine dunkle, schattenhafte Gestalt, die sich in der Ferne abzeichnete. Zuerst war sie kaum wahrnehmbar, doch sie schien sich langsam auf das Flugzeug zuzubewegen. Die Gestalt war leicht durchsichtig und schwer zu fassen, aber ihre Anwesenheit ließ uns beide erschaudern. Die Stewardess schien in Panik zu geraten, doch sie versuchte, ihre Fassung zu bewahren. Sie sprach leise ins Bordtelefon und informierte den Kapitän über die beklemmende Situation. Währenddessen bemerkten einige andere Passagiere die seltsame Erscheinung und begannen, sich unruhig auf ihren Sitzen hin und her zu bewegen. Die Atmosphäre im Flugzeug wurde immer angespannter, und ich spürte, wie sich die Angst wie ein Lauffeuer ausbreitete. Der Kapitän gab eine Durchsage, in der er die Passagiere bat, Ruhe zu bewahren und auf ihre Plätze zurückzukehren. Doch die düstere Gestalt näherte sich weiterhin dem Flugzeug, und es wurde immer schwieriger, die aufkommende Panik zu kontrollieren. Eine bedrohliche Stille breitete sich über dem Flugzeug aus, und jeder schien in seinen eigenen Gedanken gefangen zu sein, während er auf das Unheil starrte, das unaufhaltsam näher kam. Plötzlich erfüllte ein markerschütterndes Geräusch das Flugzeug, als ob 1000 Schreie in einem einzigen Moment vereint wären. Die Gestalt hatte das Flugzeug erreicht und schien sich nun daran festzuklammern. Die Fenster verdunkelten sich, und das Flugzeug begann zu wanken und zu taumeln. Die Passagiere schrien vor Angst und klammerten sich an ihre Sitze, während die Stewardessen versuchten, sie zu beruhigen. Doch tief im Inneren wussten wir alle, dass diese unheimliche Bedrohung weit über unsere Vorstellungskraft hinausging. In diesem Moment wurde uns klar, dass wir vor einer übernatürlichen Kraft standen, die unsere bisherigen Erfahrungen und unser Verständnis in Frage stellte. Wir mussten einen Weg finden, uns dieser Bedrohung zu stellen und sie zu überwinden, bevor sie das Flugzeug und alle an Bord in ihre düstere Umklammerung zog. Aber wie konnten wir gegen eine Macht kämpfen, die so unheimlich und unergründlich schien? Die Zeit drängte, und wir wussten, dass wir handeln mussten, bevor es zu spät war. Die Ereignisse an Bord nahmen immer bedrohlichere und unheimlichere Ausmaße an. Die Passagiere waren von Angst erfüllt, einige weinten, andere beteten. Inmitten der Panik und Verzweiflung überlegte ich fieberhaft, was ich tun könnte, um uns aus dieser schrecklichen Lage zu befreien. Mir wurde klar, dass ich handeln musste, bevor die Situation noch weiter eskalierte und es keine Hoffnung mehr gab. Ich entschied, dass mein erster Schritt darin bestehen sollte, mehr über die unheimliche Gestalt und ihre Absichten herauszufinden. Vielleicht gab es eine Schwachstelle oder einen Weg, sie zu bekämpfen. Ich sprach mit den anderen Passagieren, um herauszufinden, ob jemand von ihnen etwas über solche übernatürlichen Phänomene wusste oder vielleicht schon einmal etwas Ähnliches erlebt hatte. Einer der Passagiere, ein Historiker namens Dr. Anderson, erzählte mir von einer alten Kultur, die an die Existenz von Naturgeistern glaubte, die aufgrund von Unruhen und negativen Energien in der Welt erschienen. Sie glaubten, dass diese Geister nur durch die Wiederherstellung der Harmonie und des Gleichgewichts beruhigt werden könnten. Obwohl es weit hergeholt klang, erschien es mir als unsere einzige Hoffnung. Ich bat die Passagiere, sich auf ihre inneren Ängste und Sorgen zu konzentrieren und sich vorzustellen, wie sie diese losließen und Frieden fanden. Vielleicht würden die positiven Energien,
die wir erzeugten, das Unheil abwenden und die unheimliche Gestalt vertreiben. Als die Passagiere begannen, sich auf ihre Gedanken zu konzentrieren, spürte ich, wie sich die Atmosphäre im Flugzeug langsam zu verändern begann. Die Spannung und Angst schienen allmählich einer ruhigeren, friedlicheren Stimmung zu weichen. Draußen bewegten sich die Wolken wieder, und die Sonne brach durch die Dunkelheit. Als wir alle zusammenstanden und unsere inneren Ängste losließen, verschwand die unheimliche Gestalt so plötzlich, wie sie erschienen war. Die Passagiere atmeten erleichtert auf, und wir wussten, dass wir gemeinsam das Schlimmste überstanden hatten. Obwohl keiner von uns genau verstand, was geschehen war, waren wir dankbar, dass wir gemeinsam den Mut gefunden hatten, uns der Bedrohung zu stellen und sie abzuwehren. Nachdem die unheimliche Gestalt verschwunden war und das Flugzeug seinen normalen Kurs fortsetzte, kehrte eine gewisse Normalität zurück. Die Passagiere tauschten Blicke des Unglaubens und der Erleichterung aus, während sie versuchten, die Ereignisse zu verarbeiten, die sie gerade gemeinsam erlebt hatten. Als wir uns der Landung näherten, ging der Kapitän durch das Flugzeug, um sicherzustellen, dass alle Passagiere wohlauf waren. Als er mich erreichte, lächelte er und dankte mir für meine Hilfe in der Krise. Doch dann flüsterte er mir etwas ins Ohr, das mich zutiefst erschaudern ließ. Das war kein Naturgeist, sagte er leise. Ich habe während meiner langjährigen Flugerfahrung etwas Ähnliches erlebt. Es gibt eine geheime Organisation, die solche Phänomene hervorruft, um Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Sie nutzen die Angst, um die Menschen zu kontrollieren und ihre Macht zu festigen. Ich war schockiert über diese Enthüllung und konnte kaum glauben, was der Kapitän mir erzählte. Hatte ich wirklich dazu beigetragen, eine Bedrohung abzuwehren, die von Menschen geschaffen wurde und nicht von übernatürlichen Kräften? Die Landung verlief reibungslos, und als ich das Flugzeug verließ, war ich voller neuer Fragen und Zweifel. Die überraschende Wendung hatte alles, was ich zuvor gelernt hatte, in Frage gestellt. Was hatte ich wirklich erlebt? Waren wir nur Figuren in einem perfiden Spiel, das von skrupellosen Menschen inszeniert wurde? Eines wusste ich jedoch sicher: Ich würde nicht ruhen, bis ich die Wahrheit herausgefunden hatte.